Kennst du das? Jemand ärgert dich im Bus, an der Kasse oder bei der Arbeit. Und für einen Moment ist da Ärger. Der Körper spannt sich an, der Kopf kommentiert und innerlich beginnt es zu krummeln. Und manchmal ist es nach kurzer Zeit wieder vorbei. Die Person geht weg, die Situation ist vorbei, der Geist lässt los. Aber manchmal geschieht etwas anderes. Dann nehmen wir einen Menschen innerlich mit nach Hause. Er sitzt abends noch mit uns auf dem Sofa und am nächsten Morgen sitzt er gedanklich schon wieder mit am Frühstückstisch. Ich nenne das einen Geistwurm, so wie ein Ohrwurm, den man nicht mehr los wird. Und genau daran kann man etwas Interessantes erkennen. Nicht jede unangenehme Situation trifft uns gleich stark. Nicht jeder Mensch bleibt gleich lange in unserem Geist hängen. Manchmal ist da nur kurzer Ärger und manchmal ist da tiefes Festhalten. Hallo und herzlich willkommen vom Stadtrand. Heute schauen wir uns an, woher solche Geistwürmer kommen und wie der Buddha auf eine verblüffend einfache Weise zeigt, wie unser Leiden entsteht. In einer alten Lehrrede bittet ein Ortsvorsteher namens Bhadraka den Buddha, ihm zu erklären, wie Leiden entsteht und wie es endet. Der Buddha fragt Bhadraka sinngemäß: Gibt es hier im Ort Menschen, bei denen du Kummer und Schmerz empfinden würdest, wenn ihnen etwas Schweres geschehe? Wenn sie ins Gefängnis kämen, ihren Besitz verlören oder entehrt würden? Bhadraka sagt: Ja, solche Menschen gibt es. Dann fragt der Buddha: Und gibt es auch Menschen, bei denen dich dasselbe kaum berühren würde? Wieder sagt Bhadraka: Ja. Und dann kommt die entscheidende Frage: Warum ist das so? Warum leidest du bei den einen und bei den anderen nicht? Bhadraka erkennt es selbst. Bei den Menschen, zu denen Sehnen, Begehren und Zuneigung da sind, entsteht dieser Schmerz. Bei den Menschen, zu denen dieses Sehnen nicht da ist, entsteht er nicht auf dieselbe Weise. Und der Buddha bestätigt genau diesen Punkt. Alles Leiden, das entsteht, hat im Sehnen seine Wurzel und seine Quelle. Denn Sehnen ist die Wurzel des Leidens. Dann nennt Bhadraka selbst ein sehr persönliches Beispiel, seinen Sohn Shiravasi. Er erzählt, dass sein Sohn weit entfernt wohnt. Jeden Morgen schickt er jemanden los, um nach ihm zu sehen. Und bis die Nachricht zurückkommt, ist Bhadraka innerlich unruhig. Ich hoffe, mit meinem Sohn ist alles in Ordnung. Der Buddha fragt ihn: Wenn deinem Sohn etwas Schweres geschehen würde, würde das bei dir Kummer, Schmerz und Bedrängnis auslösen? Und Bhadraka sagt sinngemäß: Das würde mein Leben auf den Kopf stellen. Wie könnte ich da nicht leiden? Dann fragt der Buddha ihn auch nach Chiravasis Mutter. Bevor du sie gesehen oder von ihr gehört hattest, war da schon dieses Sehnen, diese Zuneigung, diese Sorge? Bhadraka sagt nein. Erst durch Kontakt, Nähe und Beziehung entstand diese besondere Verwundbarkeit. Und genau hier zeigt der Buddha etwas sehr Einfaches und zugleich sehr Tiefes. Nicht alles, was geschieht, trifft uns auf die gleiche Weise. Dieses besondere Leiden entsteht dort, wo der Geist greift und sagt: Das ist mir nah, das gehört zu mir, das darf mir nicht genommen werden, das darf sich nicht verändern.
Und nach dieser Lehrrede können wir diesen Mechanismus auch im Alltag beobachten. Aus einem Menschen, einer Sache, einer Meinung oder einer Situation wird plötzlich mein Kind, meine Frau, mein Mann, mein Lehrer, meine Ruhe, mein Recht, meine Vorstellung davon, wie die Welt sein sollte. Und je stärker dieses Mein wird, desto stärker wird auch der Schmerz, wenn die Dinge anders laufen. Mein nächstes Beispiel ist viel kleiner als das, worüber im Sutta gesprochen wird. Bhadraga spricht von seinem Sohn, von seiner Familie, von Menschen, die ihm wirklich nahe stehen. Da geht es um tiefes menschliches Leiden. Aber derselbe Mechanismus lässt sich auch im Kleinen beobachten, mitten im Alltag. Ich habe das neulich im Bus bemerkt. Jemand hatte die Füße auf dem Sitz. Sofort ging das Krummeln in meinem Kopf los. Das macht man doch nicht. Und ehrlich gesagt, stimmt ja auch. Man sollte sich so nicht benehmen. Andere Menschen wollen dort sitzen. Aber darunter war noch etwas anderes. Mein Geist hatte diesen Bussitz plötzlich zu meinem gemacht. Ich könnte ja dort sitzen. Der Sitz sollte sauber sein. So sollte die Welt nicht sein. Die Person stieg aus und mein Ärger war weg. Mein Geist hat sie an der Haltestelle zurückgelassen. Aber bei dem nahestehenden Menschen, über den ich mich gestern geärgert hatte, den habe ich mit in die Wohnung genommen. Da war mehr Festhalten, mehr innere Verstrickung, mehr starre Vorstellung davon, wie dieser Mensch gefälligst zu sein hat. Und genau daran kann man etwas erkennen. Es ist nicht immer nur das äußere Ereignis, das unser Leiden bestimmt. Es ist auch das Maß des Festhaltens. Wie stark macht der Geist daraus ein Mein? Mein Ärger, meine Verletzung, meine Geschichte, mein Recht, meine Version davon, wie es hätte laufen müssen. Der Buddha zeigt uns, wo das Leiden seine Nahrung herbekommt. Und das können wir mitten im Alltag beobachten, nicht erst auf dem Meditationskissen, wenn alles still ist, sondern genau dann, wenn es laut ist, wenn der Tag chaotisch ist oder wenn jemand nicht so handelt, wie wir es gerne hätten. Praxis geschieht nicht erst, wenn alles angenehm ist. Praxis beginnt oft genau dort, wo der Geist sich verhakt. Praxis bedeutet aber nicht, sich alles gefallen zu lassen. Wenn jemand verletzend, respektlos oder übergriffig ist, setzen wir Grenzen. Das gehört ebenfalls zur Klarheit. Ich kann ganz ehrlich sehen, okay, da ist Festhalten in meinem Geist. Und gleichzeitig kann ich erkennen, dieses Verhalten war nicht in Ordnung. Beides darf wahr sein. Wenn wir das trennen, flüchten wir nicht in das, was man heute manchmal Spiritual Bypass nennt. Also in eine Spiritualität, die wir benutzen, um Konflikten, Grenzen oder menschlichen Gefühlen auszuweichen. Es geht nicht darum, alles nach außen zu schieben und immer nur die anderen verantwortlich zu machen. Aber es geht auch nicht darum, alles nach innen zu ziehen und sich selbst für alles die Schuld zu geben. Es geht um eine klare Balance. Das äußere Geschehen sehen und gleichzeitig bemerken, was der Geist daraus macht. Vielleicht reicht es für den Anfang schon, diesen Mechanismus einfach zu erkennen. Da ist Unzufriedenheit, da ist Ärger, da ist Festhalten, da ist der Moment, in dem aus etwas plötzlich mein wird.
Und vielleicht muss man den Geistwurm nicht sofort loswerden. Vielleicht reicht es manchmal, ihn überhaupt erst zu bemerken. Denn was gesehen wird, hat schon weniger Macht. Ein Satz, der Ajahn Chah zugeschrieben wird, bringt es wunderbar auf den Punkt. Wenn du ein wenig loslässt, wirst du ein wenig Frieden haben. Wenn du viel loslässt, wirst du viel Frieden haben. Wenn du vollständig loslässt, wirst du vollständigen Frieden haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und vielleicht die Freiheit, heute den einen oder anderen Geistwurm an der nächsten Haltestelle einfach aussteigen zu lassen. Bis zum nächsten Mal.